Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute, kurz vorab, bevor es losgeht, ich muss so ein bisschen meine Alu jetzt mal durchskippen in der Folge, denn ich muss für heute noch ja, dieses Video hier aufnehmen und ja, es ist gleich 0 Uhr und ja, ich habe es heute noch nicht geschafft, so wie die letzten Monate, würde ich fast sagen, ich es auch nicht geschafft habe, meine Alu zu spielen. Heißt nicht, ich habe meine Alu versäumt oder so, nee, aber momentan schaffe ich es einfach, ja, nicht wirklich 320 Alu zu zocken, zeitmäßig. Deswegen bin ich auch so froh gewesen, als dieses Angebot kam mit den Sanduhren. Denn ich nehme auch 2 Minuten 30 Quests an. Ja, ich versuche immer möglichst die besten Quests anzunehmen. Das können auch schon mal gut 2 Minuten 30 Quests sein oder sehr häufig. Deswegen gehen die bei mir auch relativ schnell weg. Ja, momentan ist es bei mir so, dass ich vielleicht so zockenmäßig schaffe ich vielleicht 100 Alu am Tag zu spielen. Ja, und den Rest, ja, muss ich halt mit Sanduhren halt durchskippen. Sonst wird's halt ziemlich kriminell mit der Zeit auf jeden Fall, die einem so am Tag zur Verfügung steht. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich mir so ein paar Gedanken gemacht über die Zukunft auf dem Server, auf dem ich hier spiele. Und das geht jetzt explizit wirklich nur um meinen Main-Account hier, was das angeht. Und zwar hatte ich mir mal überlegt, was hast du eigentlich so noch nach Stufe 500 für große Ziele hier auf dem Server? Und ja, da habe ich mir dann so mal Gedanken drüber gemacht, so was so die nächsten Steps sein könnten. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, so über Langzeitmotivation. Man muss sich halt immer so kleine Ziele setzen so und so weiter und so fort. Und ja, sich immer etappenweise seine Ziele vor Augen halten. Damit man ja quasi noch weitere Motivationen zum Spielen findet, ja, und mir macht das Game im Nachhinein immer noch sehr viel Spaß, ja, so wie vorher auch, aber du musst halt gucken, wo du halt bleibst mit deiner Zeit, ne, und ja, als nächstes großes Ziel hatte ich mir jetzt nicht zum Beispiel irgendwie eine Stufe 600 oder so gesetzt, ja, weil das ist einfach noch viel zu weit weg, zeitmäßig gesehen. Und ja, deswegen hatte ich dann nach anderen Zielen gesucht gehabt, die ich gerne erreichen würde. Und ja, hatte mich dann auch schon mal auf einen Wunsch zurückberufen, den ich schon mal geäußert hatte. Und zwar war es am Anfang des Serverstarts hier für mich eigentlich unmöglich gewesen, in die Top 30 Ehrenhalle zu kommen, so hier, ne, also auf die erste Seite, wenn man auf einen Server geht, die erste Seite so da drauf zu stehen, das war für mich damals schon immer sehr utopisch gewesen und ja, muss deswegen sagen, dass ich, ja, als ich dann auf einmal dann schon in den 500er waren, oder im 500er Bereich, so Platz 500, das war schon ziemlich cool, dann nachher irgendwann, ja, ich sag mal ab Platz 100, wurde der Wettkampf ziemlich zäh und ja, da hatte ich mich dann immer gefreut, immer noch 10 weitere Plätze gut zu machen, nochmal 10 Plätze und nochmal 10 Plätze und ja, so ging das dann nachher weiter, bis man in den Top 50 war und sich dann mühselig dann in die Top 30 hochgekämpft hat. So. Jetzt bin ich schon wirklich eine sehr lange Zeit in den Top 30 drinne und habe dieses Ziel auch erreicht. So, ich habe mein größtes Ziel bis dato auch erreicht, Stufe 500 zu werden. Und ja, was soll jetzt als nächstes kommen, ne? Und das sind halt die Fragen, die ich mir so gestellt habe. Und ja, was wäre so dein nächstes großes Ziel? Und da habe ich mir so gedacht, das wirklich, also eins meiner größten Ziele in dem Spiel ist es tatsächlich nicht irgendwie mal Stufe 600 zu werden, weil das schafft irgendwann auch jeder, sondern einmal der beste Spieler auf dem Server zu sein, also auf Platz 1 zu stehen, was ziemlich schwer sein wird, ja, weil die hier oben, die lassen natürlich nicht locker, ist ganz klar, ja, aber das ist mein größtes Ziel und darüber hinaus, das ist quasi mit einhergehend, in der internationalen Ehrenhalle irgendwann mal vertreten zu sein. So, das ist eigentlich so mein größter Step,
den ich nochmal eines Tages erreichen möchte, mein größtes Ziel. Und ja, für dieses Ziel kämpfe ich auf jeden Fall sehr hart und möchte auf jeden Fall auch das Beste rausholen, was ich rausholen kann. Und ja, diesbezüglich habe ich mich ein wenig umentschieden gehabt. Und zwar bezüglich des Arena-Managers. So, wenn du ganz oben mitspielen willst, ja, dann kommst du halt auch nicht drum rum, eines Tages mal wirklich deinen Arena-Manager auf eine sehr gute Stufe zu bringen. Und es nutzt dir halt nichts, da irgendwie rumzudümpeln, so wie ich das momentan tue, mit meinem halb ausgebauten Arena-Manager hier. Und da hatte ich ja mal gesagt gehabt, dass ich für dieses Feature, den Arena-Manager, für dieses Feature kein weiteres Geld ausgeben möchte, weil sich das aus meiner Sicht nicht lohnt, weil ich meine Maximalbonis schon erreicht habe. Ja, 50% Gold habe ich am Start und ich habe hier meine 10% Erfahrungsbonus auch am Start und das ist alles ziemlich cool, also was willst du noch mehr? So, jetzt geht es aber darum, wirklich sehr weit oben mitzuspielen, ja, und für sehr weit oben muss man halt noch mehr erreichen, als der Durchschnitt erreicht, also so wie ich das hier tue mit den Farm-Equipment. Und das ist hauptsächlich eigentlich hier auf den Waffenschaden zu beziehen. So, der Waffenschaden, das ist noch was, wo ich ziemlich viel rausholen kann gegenüber meinen Kontrahenten. Der Waffenschaden ist von der Spanne her auch ziemlich weit auseinanderliegend. Es schwingt ziemlich hart so. Ich kann immer noch eine Schadensrune mit plus 14 nur bekommen oder vielleicht mit plus 22 oder keine Ahnung. Ja. Und gucken wir mal hier oben. Der Platz 1 momentan auf dem Server hat genau die gleiche Rune wie ich drinne, also plus 18. So, hier hat einer plus 22, hier hat einer plus 16. Hier, der hat plus 15 und da sehe ich mich, wo ich noch eventuell eine Chance hätte, relativ, ja, oder zumindest einen kleinen Teil mich abzusetzen im Gegenzug zu den anderen, weil ich glaube, dass hier nicht sehr viele auf diesem alten Server, ich kann es nicht einschätzen, wie viel diese Leute hier auf so einem alten Server noch bereit sind, in dieses Spiel zu investieren, um oben mitspielen zu können. Ich kann mir aber vorstellen, dass das der eine oder andere tut. Und es ist auch nicht wirklich sehr ausschlaggebend, jetzt diese letzten Prozente da rauszuholen, aber es ist zumindest was einen ein bisschen Vorteil verschaffen könnte. So, das ist der erste positive Punkt und der zweite positive Punkt ist natürlich auch nicht nur der Waffenschaden, sondern auch die Widerstandsrunen, die man dadurch bekommt. Also man teilt mehr Schaden aus und steckt auch mehr Schaden ein durch die Widerstandsrunen, die man auf seinem PvP-Equipment drauf hat, ja. Und da geht natürlich auch noch ein bisschen mehr. Man kann immer noch ein bisschen mehr rauskitzeln, so aus der ganzen Angelegenheit hier. Und ja, da habe ich für mich entschlossen, auch wenn es sich für mich... Achso, ich habe hier übrigens die 10.000 auf Ausdauer geknackt. Jetzt will ich hier die 40.000 auf Basisintelligenz erstmal voll machen. Und ja, das ist, auch wenn es sich nicht mehr wirklich lohnt und es auch vielleicht ein bisschen zu spät ist, das Ganze hier auszubauen, will ich trotzdem aus diesen zwei Aspekten, also Widerstand und Schaden, den Arena-Manager jetzt komplett ausbauen, platinieren, sodass man sich alle Booster holt. So, ich werde keine Timeskips holen, das lohnt sich für mich nicht. Und wenn ich eines Tages alle Booster habe hier auf jedem Gebäude, dann, und das auch im Platin, dann werde ich mir auch keine Timeskips holen, weil das ist dann over the limit. So, das wäre auch für mich zu viel, jeden Tag 25 Pilze für einen Timeskip zu investieren. Das ist für mich zu viel. So, ich investiere jetzt einmalig eine hohe Summe an Pilzen und lasse das dann einfach durchlaufen so. Ich hätte die Entscheidung wahrscheinlich schon ein bisschen früher treffen sollen, so, jetzt ist es vielleicht schon zu spät, aber besser spät als nie, würde ich mal so sagen. Und außerdem hat es auch noch einen dritten positiven Aspekt. Umso schneller ich das Ganze hier ausbaue, umso schneller kriege ich auch hier mein Farm-Equipment weg. Heißt, ich habe irgendwann im besten Falle Farm-Equipment plus PvP-Equipment in einem, ja, dass die Bonis so hoch gehen, dass man dann beides tragen kann.
Das wäre auf jeden Fall das Optimalste. Ja, dann braucht man halt nicht mehr großartig hin und her wechseln so. Und ja, das wäre auf jeden Fall, also die 3 Punkte sprechen, denke ich mal, dafür, hier rein zu investieren. Es ist es mir einfach wert, es muss jeder so selbst für sich herausfinden, ob es für ihn auch an Wert hat. Und deswegen werde ich dementsprechend jetzt hier jeden Tag auf Lauer gehen, um mir dann die dementsprechenden Boosts auch zu holen. Ja, möchte ich gerne bezahlen und ja, so werde ich das Ganze jetzt durchziehen. Es ist jede Menge Geld, ja, es sind sehr, sehr viele Pilze, die hierbei draufgehen werden, so. Aber mein nächstes Etappenziel ist es einfach, noch weiter oben hier in der Rangliste mitzuspielen und wirklich eines Tages mal ja, mich hier in der internationalen Ehrenhalle zu sehen. So, das sind Sachen, von denen habe ich früher geträumt, ja, oder von denen träume ich jetzt. Früher gab es ja keine internationale Ehrenhalle, aber ja, und diese Mittel sind halt notwendig, um halt die gewünschten Zwecke damit zu erfüllen und deswegen, ja, werdet ihr in nächster Zeit meinen Pilzstand ziemlich flöten gehen sehen, ja, habe ich mir gerade frisch aufgeladen das Ganze, aber ich investiere das einmal und gut ist, ja, um mir dann später sehr viel Stress zwecks Equipmentwechsel zu ersparen und dementsprechend auch bessere oder schneller bessere Bonis auf den Runen zu bekommen, um mich noch ein bisschen weiter abzusetzen, ja. Ich denke mal, viele Leute hier auf den Servern haben nicht sehr viel in den Arena Manager gesteckt und das ist halt mein Zeitpunkt, wo ich sagen könnte, yo, jetzt könnte man eventuell noch 1, 2 Plätze gut machen. Bei mir ist sowieso die Tendenz steigend nach oben momentan, ja. Meine Ehre geht immer weiter nach oben zu den anderen hingesehen. Ich meine, die steigen natürlich auch, aber nicht so schnell wie ich, ja. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, weil ich was zum Aufsteigen habe. Die anderen natürlich nicht, die sind schon ganz oben mit dabei. Und ja, darüber wollte ich euch auf jeden Fall mal in Kenntnis setzen. So sieht das momentan jetzt bei mir aus und ja, so werde ich das Ganze jetzt handhaben und durchziehen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ja, und ich konnte euch da jetzt ein bisschen informieren, wie es bei mir so jetzt aussehen wird in nächster Zeit und ja, warum meine Pilze wahrscheinlich so schnell denn flöten gehen werden. Ja, gut, das war's soweit. Falls euch gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.